Kurt Junge hier von golflernen.net mit die nächste Folge von meinem kostenlosen Lernsystem für den Setup für Impact Golfmethode. Sie sollen zuerst den Griff-Video anschauen, weil die Griffhaltung kommt zuerst. Heute in diesem Video wird jetzt Ansprechposition, würden wir Schritt für Schritt dadurch gehen. Wie immer, wenn Sie Fragen haben, bitte hier unten schreiben und Sie können auf meiner Website auch Mitglied werden. Die Unterstützung hilft sehr, um diese Videos kostenlos zu produzieren, und es ist sehr günstig und erlaubt Ihnen die Möglichkeit, Videos reinzuschicken über den V1 Golf App. Dann kann ich die analysieren und zurückschicken. Und das ist inklusive eine sehr, sehr günstige Mitgliedschaft. So, vielen Dank. Schauen wir hier zuerst Ansprechposition, haben wir über die Griffhaltung in die letzte Video gesprochen, und das ist sehr wichtig. Der erste Schritt ist da zu schauen, dass der Griff richtig orientiert zu den Armen ist. So, ich mache immer meinen linken Arm zuerst und dann mache ich den rechten richtig drauf. Ich mache das auch so beim Ansprechposition, dass ich gucke, wo will ich hinspielen. Auch im Zimmer drin können Sie da üben, zu Hause. Ich würde schauen, ich habe schon den Griff richtig in meiner linken Hand, und dann würde ich schauen, dass ich richtig hinstehe mit meinen Füßen. Ein bisschen breiter als Hüfte breit auseinander von den Innenkanten, und schauen, der rechte Fuß ist gerade, der linke Fuß etwas nach außen gedreht, so um bis 30 Grad. Und dann würde ich schauen, über den Schläger, wenn ich runter gucke, schaue ich den Schaft hier an, in der Nähe vom Schlägerkopf, und schaue ich, dass der Schaft hier in der Nähe von meiner linken Zehspitze vorbeigeht, und dann kann ich schauen, in welcher Richtung ich stehe. Wir würden da auch, denn die Hüfte würde in die Richtung auch stehen und der Oberkörper auch. So, ich gucke zuerst da, mit einem Eisenschlag gucke ich, dass der Ball leicht links von Mitte steht, ungefähr 4 bis 6 cm, hängt auch ein bisschen ab, von wie breit sie stehen, aber es soll leicht links von Mitte, von Eisenschläger bis zum Hybridschläger. Fairwayholz wird ein bisschen weiter links zwischen Mitte und dem linken Fuß, und der Driver wird gegenüber von den linken Schienbein. So, wir haben schon dann die Ausrichtung. Ich stehe mit meinen Füßen in die richtige Richtung und linken Hand drauf. Wenn ich meine rechte Hand drauf tue, dann schaue ich, dass ich von der Hüfte nach vorne ein bisschen beugen kann. Wie viel ist ein bisschen individuell. Wenn Sie nicht sehr viel nach vorne beugen wollen, würden Sie ziemlich nah am Ball stehen müssen. So, es ist gut, wenn Sie bis 25 bis 30 Grad nach vorne beugen. So, Sie beugen nach vorne von der Hüfte. So, und gleichzeitig, was wir machen, auch, wir schieben unsere Hüfte ein bisschen Richtung Ziel. So, es ist eher gerade, den linken Hüfte über den linken Fuß. Nach vorne, seitlich. Der Kopf ist dann über den Platz zwischen meinen rechten Fuß und die Mitte, zwischen meine Füße. Vorne beugen, Hüfte rüberschieben, rechte Hand drauf. Versucht, die Beine sind sehr, sehr leicht gebeugt, wir wollen nicht zu viel, sehr leicht gebeugt. Und sehr wichtig, wieder, der rechte Arm muss orientiert sein zum Schläger. Der Schlägergriff zeigt sich unter dem linken Arm so, genau wie Sie im Griff-Video gesehen haben. Das ist sehr wichtig. Nicht so, sondern so. Sie können auch so starten, hierhin, hierhin, Armen entspannt, Griffdruck Mitte. So, nicht ganz festhalten, aber nicht ganz leicht auch. Nach vorne beugen und schauen, dass der Schläger so hinsteht. Ganz wichtig.
So, wir prüfen das noch einmal nach. Das sollen Sie zu Hause auch üben. Linke Hand passt richtig. Linken Arm, die Orientierung ist richtig. Ich stelle meine Füße ein bisschen mehr als hüftebreit auseinander. Ich prüfe die Richtung nach. Schaue nach Ballposition, leicht links von Mitte. Nach vorne beugen. Versuche meinen Rücken neutral zu halten. Vorne beugen. Schieben. Schläger nach unten. Richtig orientiert. Rechte Hand drauf. Arm entspannt. Knie leicht gebeugt, nicht durchgestreckt, aber leicht gebeugt. Da haben Sie den Ansprechposition. Üben Sie das so oft wie möglich, bis es angewohnt ist. Und dann können Sie weitergehen zu dem nächsten Schritt. Und das ist den Treffmoment zu lernen. Danach gibt es alle Übungen, wo wir diese Info verbrauchen. Ich gebe Unterricht in internationaler Golfclub Bonn St. Augustin. Da wird im nächsten auch Kurse angeboten. Bitte, falls Sie Fragen haben, unten schreiben. Bitte hier auf YouTube abonnieren. Dann kriegen Sie Bescheid, wenn die nächste Folge rauskommt. Und bitte mich unterstützen. Ich habe Mitgliedschaft möglich auf golflernen.net. Sehr günstig. Das erlaubt Ihnen, auch solche Videos reinzuschicken für meine Analyse. Ich kann die gut analysieren durch den V1 Golf App, was kostenlos ist. Und Sie können das einfach jederzeit Griff, Ansprechposition, Übungen dann reinschicken als Mitglied. Vielen Dank und schönen Tag noch.